Hallo Mercedes-Freunde und liebe Nostalgiker! In dieser Folge wird die Hinterachse die Hauptrolle spielen. Ich habe die Hinterachse bereits ausgebaut. Dieses Video habe ich in der Infokarte und direkt unter diesem Video verlinkt. Ich werde gleich den Zustand meiner Hinterachse zeigen und anschließend werde ich alle Ersatzteile auflisten, die man für die Reparatur einer Hinterachse benötigt. Dabei benenne ich alle Bestellnummern und die aktuellen Preise. Zusätzlich erfährst du von mir noch hochwertige Alternativen zu den Originalteilen. Aber erstmal komme ich zu der Hinterachse. Die Hinterachse sieht katastrophal aus, deshalb werde ich alle Verschleißteile austauschen müssen. Das war eine sehr einfache Entscheidung. Im Gegensatz dazu werde ich bei dem Hinterachsträger eine schwere Entscheidung treffen müssen. Ich werde auf jeden Fall ihn sandstrahlen und dann entweder lackieren oder pulverbeschichten. Und das ist auf jeden Fall eine schwere Entscheidung. Das Pulverbeschichten ist auf jeden Fall die beste, aber auch die teuerste Option. Das Lackieren ist günstiger, hat hier aber die letzten 30 Jahre gehalten. Schreib mir bitte, wie du entscheiden würdest. Vielleicht wird mir dein Kommentar helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus. Jetzt aber zu den Ersatzteilen, die für die Reparatur benötigt werden. Ich beginne mit dem Hinterachsträger, der hier als eine Baugruppe dargestellt wurde. Mit der Nummer 38 wurde hier der Reparatursatz für die vordere Befestigung des Hinterachsträgers gekennzeichnet. Er wird zweimal benötigt. Die linke und die rechte Seite sind identisch. Der Preis pro Stück beträgt 74,38 €. Die Teile sind aktuell bei Mercedes verfügbar, deshalb wurde die Position mit dem grünen Häkchen gekennzeichnet. Weiter geht's mit der hinteren Befestigung. Dafür wird der nächste Reparatursatz benötigt, die Nummer 50. Diese Position beinhaltet die Befestigungsteile für die linke und die rechte Seite. Zusätzlich wird noch das Gummilager benötigt, hier mit der Nummer 47 gekennzeichnet. Dieses Teil wird zweimal verbaut und gehört nicht zum Inhalt des Reparatursatzes. Der Reparatursatz mit der Nummer 50 kostet 40,40 € und das Gummilager Nummer 47 kostet 46,27 € pro Stück. Das war aber noch nicht alles von dieser Baugruppe. Hier fehlt noch die Position mit der Nummer 32. Es handelt sich bei diesem Artikel um das Gummilager für das Achsgehäuse. Dieses Teil kostet 74,54 €, ist aber bei Mercedes leider nicht lieferbar. Ich werde zu der Alternative später kommen. Jetzt komme ich aber zu der letzten Position dieser Baugruppe. Das ist die Nummer 8. Dieses Gummilager wird als Pärchen eingebaut und kostet pro Stück 17,93 €. Ist aber aktuell bei Mercedes auch nicht lieferbar. Die Alternative kommt später. Hier habe ich die gesamte Übersicht visualisiert, die alle Informationen beinhaltet. In dem hinteren Bereich ist der Preis und der Verfügbarkeitsstatus sichtbar. Weiter geht es mit dem Kostentreiber. Für diese Baugruppe braucht man insgesamt 4 verschiedene Reparatursätze. Der erste wurde mit der Nummer 59 benummert. Zusätzlich wird hier auch noch die Position 56 benötigt. Sie ist in dem Reparatursatz nicht enthalten. Die Nummer 56 kostet 68,47 € pro Stück und die Nummer 59 18,61 €. Beide Positionen müssen zweimal bestellt werden. Sie werden links und rechts verbaut. Bei dem zweiten Reparatursatz mit der Nummer 83 muss noch zusätzlich der Lenker mit der Nummer 80 bestellt werden. Beide Artikel werden auch doppelt benötigt. Der Reparatursatz kostet pro Stück 14,28 €. Die Position 80 kostet 33,98 € pro Stück.
Für den nächsten Punkt braucht man die Nummer 113 und die 104. Hier muss man ebenfalls doppelt bestellen. Die Nummer 104 kostet 77,35 Euro pro Stück und für die Nummer 113 muss man 25,48 Euro pro Stück bezahlen. Und das ist die letzte Position in dieser Baugruppe. Hier werden die Positionen 122 und 119 benötigt. Die Kunststoffabdeckung mit der Nummer 143 habe ich nicht berücksichtigt, weil es sich hier um kein Verschleißteil handelt. Und jetzt zu den Preisen. Die Nummer 119 kostet 50,61 Euro und die Nummer 122 kostet 18,61 Euro pro Stück. Wie ich bereits gesagt habe, handelt es sich bei dieser Baugruppe um den Kostentreiber. Alle Teile, die man hier benötigt, kosten bei Mercedes 614,78 Euro. Ich werde deshalb später eine hochwertige, aber viel günstigere Alternative nennen. Ich werde aber erstmal mit der letzten Baugruppe der Hinterachse fortfahren. Hier braucht man den Reparatursatz mit der Nummer 26. Er wird links und rechts verbaut, also wird zweimal bestellt. Der Preis pro Stück liegt bei 22,06 Euro, ist aber leider nicht lieferbar. Zum Glück sind die Teile einzeln erhältlich. Die Übersicht mit den Informationen werde ich am Ende der Baugruppe zeigen. An dieser Stelle wird noch die Nummer 24 benötigt. Das Gummilager ist lieferbar und kostet pro Stück 30,42 Euro. Man braucht davon auch 2 Stück. Jetzt kann ich endlich zu dem letzten Reparatursatz kommen. Er wird in der Stückliste unter der Nummer 17 geführt, ist leider nicht lieferbar. Die Einzelteile kann man aber aus folgender Liste entnehmen. Und hier, wie bereits besprochen, die Übersicht, die aus 2 Teilen besteht. Und hier die zweite Seite. Das war die Übersicht der Originalteile. Gar keine Frage, Originalteile sind immer die erste Wahl. Aber es gibt mehrere Alternativen. Ich würde selbstverständlich nicht alle verbauen. Aber die Alternativen, die ich hier gleich zeige, sind qualitativ so gut, dass ich gar keine Bauchschmerzen habe, wenn ich sie verbaue. Jetzt kommen endlich die Alternativen. Ich werde mit der kostenintensivsten Position beginnen. Der Quellenkassas vom Lehmförder beinhaltet alle Teile, die für die linke und rechte Seite benötigt werden. Der Preis liegt aktuell bei 158,52 Euro. Den Link zu diesem Artikel habe ich unter dem Video eingefügt. Weiter geht's am Hinterachsträger mit der Position 32. Die Alternative kostet hier 16,08 Euro. Der Link befindet sich auch unter dem Video. Und jetzt zum Schluss die Position 8. Hier zahlt man ca. 6 Euro pro Stück. Das sind die wichtigsten Informationen, die man für die Beschaffung der Ersatzteile benötigt. Wenn du diese Informationen interessant findest und wenn dir das Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen willst, dann abonniere bitte meinen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.